Hallo und ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Quellweisheit, dem Podcast für deine spirituelle Meisterschaft. Ich bin Marlene Katharina und gebe dir Quellbotschaften aus dem höchsten Bewusstsein durch, die auf tiefsten Ebenen wirken. Denn es ist eine Schwingungsübertragung, die stattfindet und dich daran erinnert, was du wirklich bist. Wir freuen uns so sehr, heute hier mit dir, mit euch zusammen zu sein und euch aus diesem Moment heraus, den Zauber, die Magie, die Vollkommenheit der vollkommenen Annahme des Seins zu eröffnen. Du bist, ihr seid in dem vollkommenen Annehmen von dem, was du bist, von dem, was ist, von allem, was ist. Und damit ist alles, was bewusst und unbewusst, bewusst und unterbewusst, bewusst und beobachtbar da ist für dich, für euch. Ein Erleben dessen, was über dich und deine Kontrollierbarkeit hinausgeht. Die Kontrollierbarkeit, die dir zur Verfügung steht, endet an den Stellen, an denen das Geführtsein beginnt. Besonders in Momenten der Lebensbedrohlichkeit erlebst du geführt sein durch eine Kraft, eine Macht, die in dir steckt, durch dich hindurch wirkt, die nicht antrainiert, sondern erlaubt ist. Aus der höchsten Perspektive sind die Mechanismen, die in dir chemisch vor sich gehen, eine Folge von dem automatischen sich einklinken in das höchste Bewusstsein in Momenten der Bedrohung, in Momenten der Gefahr. Die Mutter, die ihr Kind befreien möchte von einem umgestürzten Baum, entwickelt Bärenkräfte. Diese Kräfte sind nicht da gewesen, werden nicht da sein. Sie sind aus dem Moment heraus hindurchgelassen. Ihr könnt sehen, was möglich ist, wenn du in dem Moment dich auf den Fluss des Seins einlässt, wenn du in dem Moment dich einklingst in die vollkommene Harmonie, in alles ist möglich, in das Quantensprüngige. Denn alles kann sich in jedem Moment neu formen. Alles kann sich in jedem Moment neu ausdrücken. Du als das, was du bist, vergisst in dem Moment, in dem du in einer lebensbedrohlichen Situation bist, alles, was du über dich gelernt hast, all deine Facetten von Sein, all deine Identitäten, all deine Kräfte, all deine Begrenzungen. Insbesondere das Vergessen der Begrenzungen führt dazu, dass du unbegrenzt bist. In diesem Moment, in diesem einen Moment, in diesem Moment, in dem du nicht daran festhältst, was du bist, sondern erlaubst, was du bist, was du wirklich bist, alles, was ist, was dir zur Verfügung steht, alles steht dir zur Verfügung. Und somit kannst du in dem Moment des nicht bewusst Kontrollierens wahrnehmen, dass dir viel mehr zur Verfügung steht, als du dir erlauben würdest. Zugleich ist es so, dass du einen Einfluss hast auf dein Reagieren. Du hast einen Einfluss auf das, was geschieht. Du hast einen Einfluss auf dein automatisiertes Tun. Wir möchten hier also unterscheiden zwischen dem, was geschieht, wenn du lebensbedrohliches oder als lebensbedrohlich Empfundenes erlebst. In dem Moment lässt du alles los, was du meinst zu sein, und erlaubst eine Reaktion, die du nicht geführt, nicht kontrolliert, nicht bewusst verursacht hast. Die Reaktion, die du in dem Moment erlebst, ist davon geführt, was in dem Moment dein Möglichsein will. Es gibt die Möglichkeit, in einer lebensbedrohlichen Situation gegen das Leben zu wählen, nicht bewusst, nein, unbewusst. Ist dein Leben darauf ausgerichtet,
dass das Leben gegen dich wirkt? Ist es schwer, in einer lebensbedrohlichen Situation anders wahrzunehmen? Du magst diese lebensbedrohliche Situation dann als eine Situation erlauben, in der du dich gegen das Leben entscheidest, in der du dich entscheidest, eine Erfahrung zu machen, die dir deine übergeordnete Realität erfüllt, stärkt, bestärkt. Will sagen, deine Voraussetzung dem Leben gegenüber, das, was du dem Leben gegenüber voraussetzt, bewirkt das, was du an Kräften entwickelst in dem Moment, in dem etwas geschieht, was für dich nicht vorhersehbar, nicht kontrollierbar und garantiert nicht über den Verstand denkbar in dem Moment ist. Der Verstand hat eine Reaktionsgeschwindigkeit, die bei weitem nicht das unmittelbare Reagieren in Extremsituationen erlaubt. Der Verstand verarbeitet. Diese Verarbeitungszeit ist etwas, das in Situationen des sofortigen Reagierens nicht gestattet ist, wollen wir sagen. Situationen, in denen kein Verarbeiten, kein Entscheiden möglich ist, sind Situationen, bei denen dein Wesen auf das reagiert, was deine übergeordnete Realität ist. Und somit wollen wir dir sagen, dass die Unterscheidung, die wir hier treffen möchten, zum einen ist, dass das, was du bewusst und kontrolliert zu tun vermagst, nicht das ist, was du in Extremsituationen als eigene Reaktion erlebst. Zum anderen möchten wir dir sagen, dass das, was möglich ist, nicht das ist, was du für möglich hältst. Und somit unterscheiden wir zwischen dem, was du kontrollieren kannst und kontrolliert so tun würdest, und dem, was du nicht kontrollieren kannst und so tust. In der Unkontrollierbarkeit, in der Unmittelbarkeit des Extremsituationsgeschehens. Die Unterscheidung, die wir also hier treffen möchten, ist dafür da, dir zu ermöglichen, zu sehen, dass das eine von deinem Verstand logisch dich wissen lässt, wie du intendierst zu handeln. Ich sehe eine bedrohliche Schlange. Und diese bedrohliche Schlange bedeutet für mich, dass ich wählen möchte, gelassen und ruhig zu reagieren. Das ist die primäre Wahl von dem kontrollierten Sein. Die Verarbeitung des Gehirns erlaubt diese Reaktion, wenn es die Möglichkeit der Verarbeitung gibt. Da nun aber diese unmittelbare Extremsituation der Gefahr dieser Schlange, vielleicht der vermeintlichen Gefahr dieser Schlange, jedoch ausgelöst durch etwas, was mit einer unmittelbaren Gefahr assoziiert wird, wenn diese Assoziation eintrifft, ist keine Verarbeitungszeit gegeben und somit greifst du nicht auf das zurück, was du kontrollierbar machen willst. Worauf du zurückgreifst, ist jedoch nicht automatisch die Vollkommenheit des Seins. Worauf du zurückgreifst, ist eine Abfolge von Prozessen, die deiner programmierten Wahrheit entspricht. Die Mutter, die ihr Kind unter dem umgestürzten Baum hervorrettet, diesen Baum mit Bärenkräften, die sie niemals hatte und niemals haben wird, hebt, um das Kind zu befreien. Die Mutter hat als Grundannahme
in jeder Zelle ihres Wesens gespeichert, dass das, was sie vermag, ist, ihr Kind zu schützen. Mit dieser Grundannahme ist sie auf der Erde. Mit dieser Grundannahme hat sie, wir wollen sagen, unter dieser Grundvoraussetzung hat sie die Aufgabe des Mutterseins übernommen. Die Leihgabe dieser Seele in Form des Kindes zur Behütung, zum sicher aufwachsen lassen. Niemals sonst hätte sie diese Aufgabe übernommen. Sie weiß, dass sie mit allem ausgestattet ist, um ihr Kind zu schützen, zu retten. Und somit greift sie genau auf dieses zugrunde liegende Bewusstsein zurück. Es ist ein Bewusstsein, das sie nicht täglich weiß, nährt, denkt. Es ist ein Bewusstsein, das auf Zellebene gespeichert ist. Jene auf Zellebenen gespeicherten Bewusstseinswahrheiten sind individuell. Es gibt kollektive Tendenzen und doch kann es große Unterschiede geben zwischen den Individuen. Wir möchten hier nicht auf die Gründe für die Unterschiede eingehen. Wir wollen vielmehr darauf eingehen, was möglich ist, um diese auf Zellebene gespeicherte Information, um dieses auf Zellebene gespeicherte Wissen, Bewusstsein und Erlauben zu wandeln. Jeder von euch kennt das Beispiel des Säbelzahntigers, der dazu anregt, zu fliehen, zu erstarren oder zu kämpfen. Es gibt diese 3 Möglichkeiten und eine davon wird gewählt. In den allermeisten Fällen. Wir möchten hier eine 4. Möglichkeit anbieten. Die 4. Möglichkeit des Liebens. Und ja, die Frage ist, wie kann ich denn in einer solchen Extremsituation mich für die Liebe entscheiden? Das würde doch über den Verstand gehen. Es würde doch bedeuten, dass ich mich in dieser Situation für die Liebe entscheiden muss. Das dauert zu lang. Wir sagen dir, jeder Moment, in dem du dich für die Liebe entscheidest, jeder Moment, in dem du bewusst Liebe wählst, jeder Moment, in dem du überschreibst, was du normalerweise tun würdest, in dem du wahrnimmst, dass das, was du bisher getan hast, dieses ist, dass du bereits auf diesen Zug aufgestiegen bist, der in diese Richtung führt, wie du sie immer gemacht hast, mit einer gewissen emotionalen Reaktion auf diese Situation zu reagieren. Du beobachtest dein Aufspringen auf diesen Zug, auf diese Normalreaktion von dir. Im Beobachten schon verändert sich etwas. Wählst du dann, von diesem Zug wieder abzusteigen, möglicherweise diesen Zug zu beobachten, ohne abzusteigen und doch zu wissen, dass du nicht der Fahrgast bist, dass du beobachtest, was dieser Fahrgast macht. Wählst du also vom Bewusstsein her die Identität des Fahrgastes zu verlassen? Willst du also dich nicht mit dem auf diesen Zug aufgesprungenen zu identifizieren, sondern mit dem, der von oben betrachtet, der das Spiel der Reaktionskette betrachtet? Wählst du auf diese Weise, löst du dich von dem automatischen Ablauf. Das dich lösen vom automatischen Ablauf von Reaktionen, Reaktionsketten führt dazu, dass neue Reaktionsketten ermöglicht werden. Willst du eine Kette wechseln vom Fahrrad, wirst du zunächst die alte Kette vom Fahrrad abnehmen müssen, um eine neue aufzuziehen.
Und genauso verhält es sich mit den Reaktionsketten. Du wirst zunächst die Reaktionskette unterbrechen müssen, von der du dich verabschieden möchtest, die du auswechseln möchtest mit einer neuen Reaktion, mit einer neuen Reaktionskette. Die Kette der Liebe ist leicht und frei und du kannst in jeder Situation mit Liebe reagieren. Es ist eine kurze Kette, denn diese Kette ermöglicht dir, die Situation für dich in Liebe zu entfalten. Es verlässt also die Ebene der dimensionalen Reaktion, der kausalen Reaktion. Es verlässt die Ebene des wenn dies, dann das, wenn das, dann dies. Es geht auf die Ebene von immer das, immer Liebe, immer Liebe. Die Kraft der Reaktionskette der Liebe liegt also in der Einfachheit. Wählst du in diesem Moment Liebe, fällt es dir im nächsten Moment leichter, Liebe zu wählen. Fällt es dir im übernächsten Moment noch leichter, Liebe zu wählen. Kommt dann der Säbelzahntiger, wirst du reagieren, wie du immer reagiert hast. Doch du wirst merken, dass du auch diese Liebe als eine Option im Feld hast. Du kannst noch nicht auf sie zugreifen und so beobachtest du deine normale Reaktion. Fliehen, kämpfen, erstarren, wissend, dass da noch eine Option ist, die in vielen anderen Situationen bereits für dich möglich ist. Je mehr du in jeder Situation bewusst wählst, Liebe wählst, desto leichter steht dir diese Wahl zur Verfügung. Bist du an dem Punkt angelangt, und natürlich ist es ein in diese Wirklichkeit hinein erlauben, kein Punkt als solcher. Und doch sagen wir, bist du an dem Punkt angelangt, an dem du stets und ständig Liebe wählst. Noch bevor du denkst, Liebe wählst, wird dies deine neue, unbewusste Reaktionserfahrung sein. Es wird deine neue Grundlage, dein neues Wissen sein. Dein Wissen wird sein, dass deine automatische Reaktion, dass sie in der Liebe ist. Du siehst dann nicht mehr die Gefahr, den Säbelzahntiger. Du siehst die Liebe, den Säbelzahntiger. Du siehst nicht mehr die Gefahr, die Schlange. Du siehst die Liebe in so prachtvoller Form, die Schlange. Und reagierst auf andere Weise nicht, weil du wählst, auf andere Weise zu reagieren, sondern weil du auf andere Weise wahrnimmst. Du nimmst auf andere Weise wahr. Und du hast dein System darauf eingestellt, durch Liebe zu überleben, durch Liebe extreme Situationen zu vereiteln, durch die Kraft der Liebe Rettung zu erfahren. Dies auszuprobieren gelingt nicht, indem du in Extremsituationen die Liebe wählst. Wie du bereits weißt von unseren ersten Ausführungen hier, ist eine Extremsituation das, was dich unbewusst reagieren lässt. Somit ist diese nicht geeignet, um eine neue Reaktionskette auszuprobieren. Wenn Spannung auf der Kette liegt, wirst du nicht die Kette wechseln. Du wechselst die Kette im entspannten Zustand. Und somit
erlauben wir dir das Experimentieren mit diesem Kettenwechsel in entspannten Situationen. Ich will sagen, jeder Moment, der durch deine Liebeskette reagiert wird, ist ein Vertrauen in diese Kraft als eine Option des Überlebens, als eine Option des in Extremsituationen Reagierens. Jeder Moment, der dein Moment der bewussten Wahl des Liebens ist ein Moment, der dich wissen lässt, dass dies Wandel wirkt, Wunder wirkt. Und wir möchten hier einflechten, wie mancher von euch wissen mag, dass es die Möglichkeit gibt, eine Situation zu leben, zu erleben von Erleuchtung, wenn du in dem Moment des Dahinscheidens in Liebe bist. Wenn du im Moment des Dahinscheidens dich an dein vollkommenes Sein erinnerst, weißt, was du bist. Wir erinnern dich daran, dass es für dich möglich ist, allein durch das Denken, das Fokussieren auf die Erleuchtung im Moment des Wechsels zwischen physischem Sein und stofflosem, körperlosem Sein, zu denken, dass dich das in die Erleuchtung bringt. So einfach das ist, so sehr ist es doch so, dass wenn du niemals zuvor dein Bewusstsein wahrgenommen hast in seinem vollen Ausmaß, dass es dir nicht gelingen wird, in diesem Moment, diesem wundervollen Moment, diesem heiligen Moment, diesem kurzen Moment des Verlassens des Körpers, an deine Vollkommenheit, dein vollkommenes Sein, dein Gottsein zu denken. Dein Fokus im Leben setzt sich zusammen aus all den Fokussen, die du wählst. Du denkst, in dem Moment frei zu wählen, und doch ist es so, dass jede Wahl, die du triffst, dazu führst, dass du eine Tendenz der Wahl hast. Um also die Wahl deines Lebens zu ändern, änderst du punktuell, Moment für Moment, die Wahl deines Lebens. Diese Veränderung führt dazu, dass der Automatismus deiner Wahl sich ändert. Denkst du also dein Leben lang an Gott, so wirst du auch in dem Moment des Körperverlassens an Gott denken. Denkst du dein Leben lang nicht an Gott, so wirst du auch in dem Moment des Körperverlassens nicht an Gott denken. Und somit ist so einfach, wie die Aussage ist, dass du, wenn du in dem Moment deines Sterbens an Gott denkst, Erleuchtung erlangst. Wenn du in dem Moment des Sterbens dir deines vollkommenen Seins bewusst bist, in dem vollkommenen Sein bleibst. So ist so einfach das auch ist, etwas, das unmöglich ist, wenn du es nicht vorher bereits gewählt hast. Und natürlich wird in einer solchen Situation Unterstützung gebracht.
Es gibt Menschen, die dich vielleicht daran erinnern. Wir möchten auf diese Thematik hier nicht weiter eingehen, denn es ist nur ein Bild für dich, um zu erkennen, dass das, was du täglich wählst, von großer Bedeutung, von enormer Auswirkung ist auf das, was geschieht in den Momenten, in denen du nicht die Verarbeitungszeit für deinen Verstand hast. Die automatischen Reaktionen, die Impulse, die auf einen Reiz folgen, sie sind dadurch geführt, was du für eine Grundannahme hast. Und wir sagen hier für eine Grundschwingung hast. Denn deine eigene Schwingung, die Frequenz deines Seins, ist das, was dich reagieren lässt. Etablierst du also deinen Schwingungszustand als einen in Liebe verankerten, wandelt sich dein Geschehen, dein unmittelbares Reagieren in Extremsituationen dorthin, dass genau das auch dort ist. In allem siehst du Liebe und durch dein Wahrnehmen von Liebe nimmst du nicht Gefahr wahr, reagierst nicht auf Gefahr, du reagierst auf Liebe. Diesen Schlüssel also möchten wir dir mitgeben für dein bewusstes und unbewusstes Reagieren und Sein. Der Mensch, der bewusst lebt, meditiert, sich bewusst durch Praktiken, Übungen in ein höheres Bewusstsein, einen höheren Schwingungszustand versetzt, ist ein Mensch, der weiß, dass dies für ihn möglich ist. Der Mensch, der über diese Möglichkeit hinausgeht und dies zu seiner Realität im Alltag macht, der darüber hinausgeht, dass das, was andere tun, Verantwortung dafür trägt, wie er sich im Alltag bewegt. Derjenige erlaubt sich eine Realität jenseits des kollektiven Einigseins. Sie erlaubt sich eine Realität des stets und ständig in Liebe Seins. Er erlaubt sich eine Möglichkeit, die für andere unmöglich scheint. Da es doch wichtig ist, was die anderen von einem denken, was die Gesellschaft vorgibt, wie es richtig und wichtig ist, miteinander zu interagieren und auf die Wünsche der anderen einzugehen. Verankerst du dein Leben in der Liebe? Verankerst du dein Entscheiden, dein Wählen von Optionen in der Frequenz der Liebe? Lässt du dich durch dein Herz führen, durch den sprudelnden Quell der Liebe aus deinem Herzen führen? So wirst du auch geführt sein, durch diese Liebe, durch diese Frequenz, durch diese Gelassenheit. Und du wirst erleben, dass sich Extremsituationen wandeln, dass du Extremsituationen nicht mehr als Extremsituation wahrnimmst und somit sich die gesamte Situation wandelt. Alles und jedes, das als Liebe erkannt wird, in dem Moment ist Liebe, wird in Liebe erlaubt, wird in Liebe verwandelt. Das ist die wahre Alchemie des göttlichen Seins, die Alchemie der Liebe. Wir lieben dich, wir lieben dich, wir lieben euch. Wir sind, was du bist. Du bist, was wir sind. Alles ist eins, es kann nicht anders sein. Und damit sind wir für jetzt und hier vollkommen.